Herzlich willkommen bei In die Ferne. Im letzten Video habe ich euch meine Heizmöglichkeiten für den Winter im Minicamper vorgestellt. Darunter waren auch 2 Heizmöglichkeiten mit Gas. Und ihr hattet dazu Anmerkungen, Ideen und Fragen. Und darum soll es heute gehen. In diesem Video erfahrt ihr, welche Gefahren es beim Heizen und Kochen mit Gas geben kann, worauf ihr dabei auf jeden Fall achten müsst, ob ihr auch zum Beispiel mit so einem Gasheizer heizen könnt und wie ihr Feuchtigkeit und eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung im Auto verhindert, wenn ihr sowas nutzt. Das Thema ist ziemlich umfangreich, deswegen könnte dieses Video etwas länger dauern. Ihr kennt das, macht euch einen Tee oder einen Kaffee, nehmt euch einen Keks, macht es euch gemütlich. Übrigens könnt ihr mal in die Infobox gucken. Bei den meisten Videos gibt es Zeitstempel, mit denen ihr zu bestimmten Fragen springen könnt oder die Teile, die euch nicht so sehr interessieren, skippen könnt. Vielen, vielen Dank für alle eure Anmerkungen, Hinweise, fürs Teilen der Erfahrungswerte in den Kommentaren. Das war auf jeden Fall gut, um zu wissen, welche Punkte man vielleicht nochmal sagen sollte, worauf man nochmal eingehen muss. Und generell, wenn man mit Gas heizt oder mit Gas kocht, gibt es halt immer 2 Dinge, auf die man achten muss, dass dabei Kohlenmonoxid entsteht und Feuchtigkeit. Deswegen sind das richtige Heizen und das richtige Lüften das A und O. So, ich kann jetzt nicht dabei reden, ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren. Das ist ein hochwissenschaftlicher Prozess. Wenn ich hier drin Kaffee koche oder koche, den Gaskocher benutze, habe ich hier immer die Heckklappe offen. Warum? Weil solche Teile nicht für den Innenraum zugelassen sind. Ideal wäre, wenn man es draußen benutzen würde, aber dann habt ihr andere Probleme mit Wind und so. Dafür gibt es unter anderem auch den Windschutz. Aber es reicht nicht, einfach nur einen Spalt aufzumachen, weil dann kann nämlich das passieren, worüber wir gleich sprechen. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn man mit Gas heizt, entstehen 2 Stoffe. Also eigentlich entstehen da noch mehr, aber zwei Stoffe, in denen ein CO drin vorkommt. Einmal CO, Kohlenmonoxid, und CO2, Kohlendioxid. Das wurde auch in den Kommentaren ziemlich radikal durcheinander geworfen. Ich kann es nachvollziehen, ich werfe das auch gerne mal durcheinander, aber klären wir das doch mal zusammen, was ist. Kohlendioxid ist das Zeug, das wir ausatmen, Tiere auch, das unter anderem auch in Seen und in der Erdkruste gespeichert ist, und das Zeug, das vor allem Kohlekraftwerke produzieren. Ja, genau, das Treibhausgas, das bei zunehmender Konzentration in der Atmosphäre zur Erderwärmung führt und dann zu diesem Klimaproblem, über das wir die ganze Zeit reden. Für den Menschen ist es in geringer Konzentration nicht giftig, aber es behindert genau wie Kohlenmonoxid die Aufnahme von Sauerstoff, und den brauchen wir ja alle zum Überleben. Ab einer gewissen Konzentration kann es für den Menschen dennoch gefährlich werden. Es wäre toll, wenn du an dieser Stelle einblenden könntest CO, oder auf der Seite CO und hier CO2, dass man einmal nochmal die Abkürzung sieht und oben drüber steht dann Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. Das zweite Ding, das dabei entsteht, bei der Verbrennung von so Sachen wie Energieträgern wie Kohle, Gas und so weiter, ist Kohlenmonoxid. Das besteht sowohl aus Kohlenstoff als auch aus Sauerstoff. Die Kurzform ist CO, also ohne die 2. So, und jetzt mal erstmal hier Kaffee. Verdauen wir das erstmal mit den Abkürzungen, Buchstaben. Den hätten wir jetzt eigentlich mal, jetzt hast du was. Dieses Gas, also Kohlenmonoxid, ist im Vergleich zu Kohlendioxid äußerst gefährlich. Das heißt, für den Menschen ist es giftig. Vor allem ist es dann ein Problem, wenn bei der Verbrennung nicht genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Daraus ergibt sich, warum das Lüften so wichtig ist, wenn ihr Gas verbrennt. Die Flamme nimmt uns also nicht nur den Sauerstoff zum Atmen weg, sondern den Sauerstoff, den man eigentlich bei der Verbrennung brauchen würde. Das heißt, die Verbrennung wird schlechter, unvollständiger, und deswegen ist auch der Kohlenmonoxidgehalt im Raum höher oder in der Raumluft. Dieses Problem betrifft grundsätzlich alle Geräte, bei denen irgendwie so ein Rohstoff verbrannt wird, gilt auch für Kohle, Kaminöfen und so weiter. Der relevante Punkt daran ist, dass das Kohlenmonoxid nicht mit dem Abgas abgeführt werden kann und in die Raumluft gelangt. Und deswegen ist das regelmäßige Lüften bzw. Zu- und Abluft, ständige, konstante Zu- und Abluft so wichtig. Frage 1. Warum und inwiefern ist Kohlenmonoxid für den Menschen so giftig? Der gemeine Mensch braucht Sauerstoff, um zu überleben. So Gehirn, Organe und so. Sauerstoff, wisst ihr ja, wird übers Blut transportiert.
Bei Kohlenmonoxid ist das jetzt allerdings so, es ist ungefähr genauso schwer wie Luft, verteilt sich deswegen auch total gut im Raum. Und wenn ihr dann so die Luft mit dem vielen Kohlenmonoxid einatmet, passiert Folgendes. Und zwar bindet es sich an so ein an das Hämoglobin in dem Blut, worüber eigentlich der Sauerstoff produziert wird, und zwar 300 Mal besser als Sauerstoff. Das heißt, ihr könnt nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen, stattdessen kommt da die ganze Zeit Kohlenmonoxid. Führt euch da die ganze Zeit Kohlenmonoxid zu. Und dann, Organe, Gehirn, wird alles nicht mehr ordentlich mit Sauerstoff versorgt und dann hat das, je nachdem wie schwer oder wie hoch die Konzentration von Kohlenmonoxid gegenüber der Konzentration von Sauerstoff ist, hat das verschiedene Folgen. Frage 2. Wie bemerke ich eine Kohlenmonoxidvergiftung? Bei geringer Konzentration habt ihr so grippeähnliche Symptome. Das heißt, euch wird schwindelig, ihr habt Kopfschmerzen, vielleicht müsst ihr auch erbrechen. Bei mittlerer Konzentration werden all diese Symptome noch viel stärker. Zusätzlich habt ihr einen hohen Puls und eure Atmung verändert sich. Bei hoher Konzentration werdet ihr irgendwann bewusstlos. Ihr habt einen Herzstillstand, Atemstillstand und wenn man dann irgendwie wieder schafft, euch mit genügend Sauerstoff zu versorgen im Krankenhaus oder so, könnt ihr trotzdem bleibende Schäden haben, Hirnschäden oder ihr seid halt einfach vorher tot. Damit ihr euch das mal etwas konkreter vorstellen könnt, verlinke ich euch hier oben ein Video, das hat Elektrobits in die Kommentare unter das andere Video gepostet. Da sind 2 Segler, die hatten allerdings einen Spirituskocher, aber das Prinzip ist dann das gleiche. Obwohl die es nicht erwartet haben, beschreiben die dann einfach mal, wie schnell es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung bei denen gekommen ist, unbemerkt, obwohl sie dachten, dass sie sehr gut gelüftet haben. Das könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr da eine Vorstellung von bekommen wollt. Frage 3. Wie kann man eine Kohlenmonoxidvergiftung verhindern? Erstens, ihr könnt auf Gerüche und Geräusche achten. Also wenn es jetzt gerade ganz leise ist oder so, hört man meistens auch, wenn irgendwo Gas austritt. Ansonsten, Geruch ist ein guter Indikator. Normalerweise ist Flüssiggas geruchslos, nahezu geruchslos. Und deswegen wird dem Gas immer werden so unangenehme Duftstoffe dem beigesetzt. Habt ihr bestimmt schon mal gerochen, wenn dann da unwillkürlich irgendwie Gas austritt. Riecht sehr unangenehm, darauf könnt ihr achten. Zweitens, ihr könnt einen CO-Warner, also einen Kohlenmonoxid-Warner benutzen. Die gibt es unter anderem online und im Baumarkt, ungefähr ab 20 €. Meistens sind die batteriebetrieben, also ihr braucht dafür jetzt nicht extra Elektroinstallation und die an eine Batterie anschließen oder so, die haben eine Batterie. Darauf achten, dass die so zwischen 5 und 10 Jahre auf jeden Fall hält, dann die Batterie. Und wo ihr die anbringen müsst und so, sage ich euch gleich. Das hilft auf jeden Fall, für 20 € auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut man schon lüftet. Ob das zu wenig ist, ob es ausreicht. Es gibt welche mit Display, die zeigen einem auch den genauen Wert an. Da müsst ihr nicht immer warten, bis dann so das akustische Signal, dieser Warnton ertönt, sondern ihr könnt auch so mal auf dem Display sehen, wie ist denn eigentlich die Konzentration, reicht das Maß, in dem ich lüfte, aus. Drittens, natürlich auf den vielfach erwähnten Punkt des Lüftens achten. Also achtet darauf, je nachdem wie groß der Raum ist, in dem ihr den Gaskocher oder Gasheizer betreibt, dann müsst ihr vielleicht stärker lüften. Hier zum Beispiel in dem Minicamper wird es nicht reichen, einfach nur einen Fensterspalt offen zu lassen, sondern man muss halt ordentlich für Durchzug sorgen. Aber was das richtige Lüften ist und so, da sprechen wir gleich noch drüber. Auf jeden Fall halt vergessen, wie es weitergeht. Je länger die Kochzeiten oder Heizzeiten sind, die ihr habt und je kleiner der Raum ist, desto gefährlicher. Wenn ihr also mit dem Ding kocht und es ist irgendwie ein Gericht, ihr backt was oder so, das dauert eine Stunde, dann müsst ihr umso mehr lüften oder umso stärker lüften. Frage 4. Wo muss ich den Melder anbringen? Da Kohlenmonoxid ungefähr genauso schwer wie Luft ist und eine ähnliche Dichte besitzt, verteilt es sich, wie gesagt, sehr gut in einem Raum. Und deswegen müsst ihr halt gucken, dass ihr irgendwo eine Höhe wählt, am besten irgendwo in der Mitte. Bei einem normalen Raum in der Wohnung wären das ungefähr auf 1,50 Meter Höhe. Und also es läuft hier anders als bei diesen normalen Rauchmeldern, ne? Nicht damit verwechseln, die müssen ja meistens an der Decke oder irgendwo am Boden angebracht werden. Kohlenmonoxid ist halt, da geht es um was anderes, weil es sich so gut verteilt, irgendwo eine Mischung aus sitzender Position und stehender Position. Das heißt, bei euch kommt es dann auf den Camper, die Größe eures Campers an. Guckt euch an, auf welcher Höhe ihr ungefähr da steht und sitzt. Und eine Mischung aus diesen beiden Höhen muss es sein. Hier in dem Camper wäre es halt, also ich stehe in dem Camper nicht, ich sitze nur. Das heißt, es wäre irgendwo in dem Mittelbereich. Ja. Ansonsten beachtet das, was die Hersteller euch da an Anbauinfos mit beigeben. Frage 5. Kann ich auch einen Kombimelder nehmen? Da so klassische Rauchmelder eher an der Decke und so ein Kohlenmonoxidmelder
irgendwo in der Mitte angebracht werden, ist ein Kombi-Melder in der Hinsicht eher unsinnig, weil andere Positionen und so. Wenn ihr auch einen Rauchwarner oder sowas haben wollt oder einen anderen Melder, dann am besten 2 separate Geräte benutzen. Halbzeit. Wenn ihr solche Videos hilfreich und interessant findet, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid und machen mehr davon für euch. Jetzt ein bisschen Zeit für Kaffee. Frage 6. Was heißt ordentlich lüften? Was für euch richtig lüften heißt, kommt auf den Raum an, die Raumgröße, die Dichtigkeit eures Fahrzeugs, also kommt da sowieso immer irgendwie ein bisschen Luft durch, und auf das Gerät, das ihr benutzt. Wenn ihr einen Gaskocher ohne Sauerstoffmangelsicherung benutzt, heißt das zum Beispiel offene Heckklappe oder offene Hecktüren oder komplett offene Seitentüren. Und wenn ihr einen Gasheizer benutzt, der aber Sauerstoffmangelsicherung hat und so, muss es zumindest ein aktiver, regulierter Durchzug sein. Also am besten trotzdem nicht die Klappen und Türen alle komplett schließen, sondern dafür sorgen, dass es einen ordentlichen, spürbaren Durchzug im ganzen Raum gibt. Frage 7. Kann ich meinen Gaskocher zum Heizen benutzen? Können schon, solltest du aber nicht. Denn beim Verbrennen von Gas entzieht dieser Verbrennungsprozess der Luft Sauerstoff. Und wir haben ja gerade gesagt, diese Dinge haben keine Sauerstoffmangelsicherung. Und wenn ihr nicht ordentlich lüftet, kann das unbemerkt ziemlich schnell passieren, dass ihr nicht mehr genügend Sauerstoff im Raum habt. Deswegen der Hinweis darauf, hier wirklich mit offenen Klappen, offenen Türen zu lüften oder im besten Fall darauf zu achten, dass es genügend Sauerstoffzufuhr gibt. Weil Gaskocher eben die erwähnte Sauerstoffmangelsicherung nicht haben, keinen Kippschutz haben und ganz explizit nicht für den Einsatz in geschlossenen Innenräumen zugelassen sind, also eigentlich haben die gar keine Zulassung für den Innenraum, habe ich mich auch dagegen entschieden, diese Heizaufsätze, die es für die Kocher gibt, überhaupt in den Test mit reinzunehmen. Also für mich ist es relativ offensichtlich, dass das als Dauerheizgerät nicht geeignet ist. Die Schamottsteine auf dem Gaskocher sind gewissermaßen ein Kompromiss. Ich kann nämlich, während sie auf dem Kocher liegen, also es ist wie Kochen für mich, ne, komplett geöffnete Heckklappe, kann die Steine erhitzen und sie geben dann, wenn ich den Gaskocher ausgemacht habe, dann kann ich die Klappen schließen und die Steine irgendwo hinlegen, wo sie weiter Wärme abgeben, ohne dass ich dabei weiter das Gas verbrenne. Frage 8. Was tue ich, wenn ich bemerke, dass doch Gas austritt oder mein Warner, mein Alarm anschlägt? Wenn entweder euer Alarm ausschlägt oder ihr bedenkliche Symptome entwickelt, dann solltet ihr als allererstes natürlich hier Gas aus, wenn es nicht schon aus ist, und dann alle Fenster und Türen aufmachen und euer Fahrzeug verlassen. Behandelt werden kann eine Kohlenmonoxidvergiftung oder die ersten Anzeichen davon mit einer Gabe von Sauerstoff im Krankenhaus zum Beispiel über eine Atemmaske. Die andere Möglichkeit, wenn die Konzentrationen oder die Schäden jetzt höher sind, dann wird Sauerstoff auch über eine Überdruckkammer verabreicht, aber ihr könnt dann trotzdem Herz- und sonst wie Organschäden davontragen. Also ich würde sagen, wenn ihr da eine Lösung habt, hier die für 20 € den Warner zu verbauen, dann ist das, glaube ich, eine sinnvolle Investition, um sowas zu verhindern. Frage 9. Wie verhindere ich, dass Feuchtigkeit entsteht beim Kochen und Heizen mit Gas? Gaskocher ausschließlich nur mit komplett geöffneten Klappen und Türen benutzen. Gasheizer nicht im Dauerbetrieb benutzen und dabei lieber darauf achten, dass der Raum erst ordentlich gelüftet wird und dann über die Heizung ordentlich aufgewärmt wird. Kurzfristig, punktuell und immer wieder abgleichen. Wie ist die Feuchtigkeit, also wie entsteht die Feuchtigkeit, sehe ich irgendwie so ein Kondenswasser irgendwo, lüften, ordentlich durchheizen, nicht Dauerbetrieb und nicht erst warten, bis sich die Feuchtigkeit irgendwo sammelt. Frage 10. Was kann ich gegen bereits entstandene Feuchtigkeit tun? Erstens, Lüftung und funktionierende Klimaanlage. Wenn ihr eine Standheizung habt, ist natürlich ideal, aber darauf achten, dass die Lüftung einmal ordentlich richtig eingestellt wird und dann als Richtwert, als Richttemperatur sagt man so 6 Grad, bis dahin funktioniert das. Damit kriegt ihr die am effizientesten hier wieder raus. Bonustipp, die Lüftung darf nicht auf Umluft eingestellt werden, sonst verteilt ihr einfach nur die Feuchtigkeit weiter im Raum. Wenn ihr das Problem zum Beispiel an der Frontscheibe oder so habt, dann stellt die Lüftung auch genau auf die Frontscheibe ein. Zweitens, nasse Sachen raus aus dem Auto. Wenn es möglich ist, solche Sachen wie nasse Fußmatten oder so aus dem Auto rausschaffen. Kleidung muss man begrenzt gucken, wenn es jetzt draußen weiter regnet.
oder ihr nicht wollt, dass das geklaut wird oder so, ist natürlich schlecht. Aber alles, was an nassen Sachen raus aus dem Auto kann, ist hilfreich. Zu dem Thema Fußmatten funktioniert es, wenn man Gummimatten nimmt, statt diese Stoffmatten. Da kann sich die Feuchtigkeit nicht so gut drin sammeln. Da kann man das entweder abkippen oder abschlagen und dann kriegt man mehr Feuchtigkeit aus dem Auto. Drittens, lüften und heizen. Ihr könnt das Auto, genau wie ihr das von zu Hause auch kennt, einfach gut durchlüften und dann ordentlich heizen. Das heißt, einmal querlüften, sodass die Feuchtigkeit rausgehen kann und dann die Feuchtigkeit über die Hitze rausbringen. Viertens, für Zwangsbelüftung sorgen. Am einfachsten geht das zum Beispiel entweder, indem ihr die Heckklappe so ein Stück auflasst, oder es gibt auch so Abstandshalter für die Heckklappe, indem ihr die Fenster ein Stück auflasst und indem ihr über bereits bestehende Zwangsentlüftung oder diese Lüftungsschlitze, haben manche Autos, da nichts vorpacken. Fünftens, Entfeuchter. Man kann entweder sowas nehmen, was man bereits im Handel kaufen kann. Die zeigen dann auch an, wenn sie vollgesogen sind. Eine andere Methode sind zusammengeknülltes Zeitungspapier, ein Sack Reis in einem Stoffbeutel. Manche Leute nehmen auch Salz. Meine 2-in-1-Lösung ist dieses Katzenstreu. Also es geht wohl auch ganz reguläres, aber meiner Erfahrung nach funktioniert dieses Katzenstreu auf Holzbasis, das ich benutze, unter anderem für die Toilette, funktioniert auch sehr, sehr gut, um Feuchtigkeit aus dem Wagen rauszuziehen. Sechstens, Feuchtigkeit wegwischen. Immer ein paar ordentlich trockene Tücher und so Wischlappen im Auto haben und von den Oberflächen die Feuchtigkeit abnehmen. Fazit. Deswegen gilt beim Kochen und Heizen mit Gas, auch im Auto, auch im Camper, schaltet Gasheizer und Gaskocher frühzeitig ab. Nutzt beides niemals bei geschlossenen Türen und Fenstern. Achtet auf Kondenswasser und Feuchtigkeit. Lüftet immer so viel, dass genügend Sauerstoff ins Auto reinkommen kann und Kohlenmonoxid raus kann. Bleibt aufmerksam, achtet auf Gerüche und Geräusche. Lasst Gaskocher und Gasheizung niemals unbeobachtet in eurem Auto brennen. Lasst keins von beidem über Nacht laufen. Benutzt in eurem Camper ausschließlich Gasheizung, die über eine Sauerstoffmangelsicherung, einen Kippschutz und eine Zulassung für Innenräume verfügen. Schafft euch einen CO-Melder an und bringt ihn richtig an. Passt euer Lüftungs- und Heiz- und Nutzverhalten des Campers gegebenenfalls an, um das eine oder das andere zu verhindern. Wem das alles zu unsicher ist, bleibt am besten bei vernünftiger Kleidung, einem guten Schlafsack und einer ordentlichen Wärmflasche. Das Geld, das ihr für Gasheizung und sonst wie spart, könnt ihr dann in vernünftiges Equipment investieren. Wir werden sicherlich noch weitere Videos zu dem Thema machen. Es wird ein FAQ kommen, in dem wir unter anderem solche Fragen beantworten, wie kann ich nicht einfach den Motor laufen lassen, um zu heizen? Sind Kaminöfen wirklich umweltfreundlich? Ist Holzverbrennen CO2-neutral? Ist das nicht eine Lösung für den Camper? Und dann wird es auf jeden Fall ein Video geben für einen Langzeittest mit den Schamottsteinen und ein Video für einen Langzeittest zu dem Mr. Heater Buddy. Da gab es auf jeden Fall einige interessante Rückmeldungen. Wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal, denn dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, vor allem wenn ihr das Glöckchen aktiviert. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr all diese Dinge über Kochen und Heizen mit Gas wusstet und ob ihr jetzt aufgrund dieser Informationen vielleicht irgendwie euer Verhalten da anpassen würdet oder eben nicht, oder ob ihr sagt, nö, das Risiko nehme ich auf mich. Würde mich sehr interessieren, ob das jetzt einen Unterschied für euch macht. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.